ihr Lieben, schön, dass ihr heute dabei seid. In diesem Video werde ich euch ein Geheimnis verraten, wer nämlich der Vater war. Ihr erinnert euch? In diesem Becken hatte ich doch vor einiger Zeit komische Laichgörner an der Scheibe kleben und keiner der Insassen wollte sich dazu bekennen. Was blieb mir also übrig, die Laichgörner aufzusammeln, sie in einen Laichring zu geben und die Zeit spielen zu lassen. Genau das habe ich getan und natürlich die ganze Zeit dabei die Sache gefilmt. Und das möchte ich euch nun präsentieren. Und bevor ich das Video starte, möchte ich euch eine kleine Besonderheit zeigen. Und zwar habe ich in diesem Video formatfüllende Aufnahmen von, ich mal, Fischeiern gemacht. Und damit ihr euch nicht die ganze Zeit fragt, wie hat sie das denn gemacht? Naja, man nehme eine Kamera, man nehme ein Teleobjektiv, man nehme eine Fassung und man nehme ein Objektiv aus dem Mikroskop. Das ist gerade hier vierfach. Man schraube das Ganze zusammen oder stecke das Ganze zusammen. Man suche sich ein Ei an der Scheibe. Man finde die richtigen Einstellungen, um das Ganze scharf und mit Licht und so weiter zu versehen. Und dann drücke man aufs Knöpfchen und los geht der Spaß. Naja, und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, erstmal hier ein paar aktuelle Aufnahmen der Tiere. Denn natürlich will ich, dass ihr vor Spannung auf den Nägel kaut, euch die Augen weit aufreißt und erstmal einen trinkt. So viel Spannung muss sein. So, da wuseln also meine kleinen Zwergpanzerwälse in ihrem langen Biorio. Das Video zu diesem Becken, das verlinke ich euch übrigens oben, das könnt ihr euch gerne anschauen, aber erst nachdem ihr dieses Video zu Ende geschaut habt. Man muss allerdings bei diesem Becken schon Geduld mitbringen, um diese ganzen Tiere zu sehen, denn wenn man so am Becken vorbeigeht, könnte man meinen, es ist leer, es tut sich nichts. Es gab eine Zeit lang, da habe ich mehr oder minder alles schnell und routinemäßig erledigen müssen, weil ich halt viele andere Projekte hatte und sehr eingespannt war. Und da habe ich schon gedacht, ob in diesem Becken überhaupt noch Tiere leben. Deshalb ist diese Filmerei für mich auch so toll. Denn dann nehme ich mir Zeit und entdecke auf einmal unglaublich viel. Wie zum Beispiel hier die Lachsmänner, die da hier sich positionieren und einander sehr drohen und einander sehr imponieren. Und das dicke Weibchen, was da im Hintergrund sich aufhält. Und meine kleinen Guppies, die, finde ich, so schöne Farbtupfer in diesem Becken bilden. Ja, und zum Beispiel auch diese Mückenlarve, die da auf dem Boden irgendwas zu suchen scheint. Ganz ehrlich, normalerweise macht man sich ja ums Futter, also wie es lebt und was es eigentlich ist, kaum Gedanken. Aber wenn man es dann mal ruhig beobachtet, stellt man fest, dass das auch verdammt faszinierend sein kann. Ja Leute, ich finde alle möglichen Geschöpfe unheimlich faszinierend und könnte mich da bis in die Unendlichkeit darin vertiefen. Faszinierend. Aber genau, faszinierend. Da waren also diese Laichkörner an der Frontscheibe. Ganz ehrlich, ich gehe also eines Morgens ins Wohnzimmer, natürlich ohne meine Lesebrille. Ja, mit 28 muss man schon eine Lesebrille aufsetzen. Also ich gehe ohne Lesebrille in das Wohnzimmer, schaue in das noch dunkle Becken und denke mir, was ist denn das? Wieso ist die Scheibe so fleckig? Was ist denn hier passiert? Greife also schnell zu einem Tuch und reibe die Scheibe damit ab und der Dreck bleibt. Was zum Geier, wieso ist es drinnen so fleckig? Ich muss echt noch gepennt haben, mein Hirn war auf jeden Fall noch nicht eingeschaltet. Wo ist der Scheibenmagnet? Wart mal, aber schau vorher, was das denn ist. Lupe, wo bist du? Ja, und dann habe ich echt einen Luftsprung gemacht. Da waren echt Eier an der Scheibe, hübsch einzeln dran geklebt und gar nicht mal so wenige. Aber die waren doch kleiner, wie sonst Koreeier sind. Müssen ja aber Koreeier sein, denn die Elachis bappen ihre Eier nicht an die Scheibe. Die Guppimänner haben keine... Okay, blöder Satz. Zurück an Anfang. Also, die Elachis kleben ihren Laich nicht an die Scheibe. Die Guppimänner sind ja Lebendgebärende. Verdammt, auch dieser Satz wird so nix. Vergessen wir die Guppimänner.
Aber hübsch sind sie, oder? Sie heißen Santa Maria, also der Stamm heißt so. Hase, konzentrier dich, Corredoras Eier. So, nur welche Chorus? Da gibt's im Becken ja die Pygmäus, wo man ab und an verdammt dicke Weiber rumwuseln sieht, die Habrosus, da sind einige auch gut fett, und Paraspidoras pauciradiatus. Da könnte auch was kommen. Das finde ich nur heraus, wenn ich die Eierchen hübsch aufsammle und im Laichring schlüpfen lasse. Nun waren diese kleinen Eier mit meinen Patschehänden echt schwer von der Scheibe zu lösen, also musste eine andere Lösung her. Und die Futterpipette, die hat sich als genau richtig herausgestellt. Nur wenn ihr jetzt denkt, das geht ja so schön einfach, nee, so nicht ganz. Also erstmal das Ei da unverletzt abzukriegen, Auge- und Handkoordination, nichts für Grobmotoriker. Dann ist das Ei in die Pipette und flutscht schnell wieder heraus. Um das im Sand wiederzufinden, das ist echt schwer. Ja, dann ist das Ei mit der Pipette im Laichring und nun klebt das Ei an der Innenseite der Pipette und will da nicht abgehen. Ja, und jetzt? Geduld und Nerven, sage ich euch. Aber irgendwie ist es mir gelungen, doch einige Eierchen in den Laichring zu bringen und dann musste ich abwarten. Die Tierchen haben mir aber die Warterei versüßt und ab da habe ich jeden Tag so 2, 3 Eierchen neu gefunden. Wahrscheinlich gab es die Eierchen auch schon vorher, nur ich habe nicht drauf geachtet, weil ich ehrlicherweise nicht damit gerechnet habe, dass es in diesem Becken so schnell mit der Eierei losgeht. Ja, und nach 2 Tagen waren also kleine Fischlarven im Laichring. Sie waren kaum zu sehen und die Videos der allerersten Larven vom allerersten Tag habe ich irgendwie nicht mehr wiedergefunden. Die Babys wuchsen aber recht schnell und am Anfang habe ich sie mit Nobilfluid von JBL gefüttert, aber recht schnell, so 1, 2 Tage später, frisch geschlüpfte Naupin gegeben. Und die Babys wuchsen, wie gesagt, sehr schnell. Und ich konnte aber trotzdem ziemlich lange nicht sagen, wessen Kinder das denn nun sind. Corydoras und auch sehr viele andere Fische haben nämlich oft ein gänzlich anderes Zeichnungsmuster und Färbung im Kindesalter wie die erwachsenen Tiere. Man kann zwar ziemlich schnell erkennen, dass das mal Panzerwälse werden sollen, aber echt nicht welche. Und ich konnte auch lange Zeit keine Balz, geschweige denn die Eiablage beobachten. Und dadurch, dass ich in den Laichring immer wieder neue Eier reingetan habe, sind da Fische im unterschiedlichen Alter drin. Das ist aber eigentlich gar kein Problem, denn die größeren tun den kleinen nichts und den Laich lassen sie auch ganz in Frieden. Das kann man also wirklich so machen, zumindest bei den Zwergkoris geht das sehr gut, denn ich habe das wirklich schon sehr viele Monate lang so gemacht. Ach so, bevor ich es vergesse, weil euch das bestimmt auch interessiert, die Wasserwerte. Das war ja Sommer. Die Heizung habe ich im Sommer ja immer aus, also schätze ich mal, waren das 24 bis 26 Grad. Der Leitwert war so um 350. Ich nutze hier in diesem Becken Osmosewasser, was ich damals noch mit Salzen aufgehärtet hatte, mittlerweile aber mit Leitungswasser verschneide. Der pH-Wert ist in diesem Becken leicht unter 7. Das Becken wird auch nicht gedüngt, weil offenbar mit dem Futter genug Nährstoffe auch für die Pflanzen anfallen und das Licht ist ja auch nicht besonders stark, dass man düngen müsste. Aber mal was Interessantes. Zu der Zeit habe ich nicht dekapsulierte Zysten zum Schlupf gebracht und es ist so, dass egal wie super man die trennen möchte, einige Zystenschalen gehen mit den Naupin ins Becken. Und hier in der Aufnahme kann man gut sehen, dass der kleine Wels hier offenbar einige davon verschluckt hat. Bei den Welsen hatte ich aber noch nie Ausfälle deswegen gehabt und die Zystenschalen können den Fisch am anderen Ende verlassen, wie sie reinkamen und alles ist wieder gut. Ich denke aber, dass es bestimmt Fischlein gibt, wo das nicht so gut endet. Ich habe trotzdem recht schnell dekapsulierte Zysten verwendet und dann ist das Problem ja ohnehin vom Tisch. Und ihr könnt euch ja denken, dass ich unheimlich viel Spaß habe, die Tiere auch gescheit zu filmen. Da probiere ich auch so einiges auch und habe auch das entsprechende fotografische Zeugs dafür da. Wie wäre es also mal, ein Ei an der Scheibe zu lassen, die Cam aufzustellen und es so lang zu filmen und die Entwicklung im Inneren zu filmen
Oder vielleicht sogar einen coolen Schlupf. Die Idee fand ich großartig. Das musste ich also beim nächsten Ei, was ich entdecke, sofort ausprobieren. Ja, aber das ist gar nicht so einfach. Die Aufnahmen, die hier folgen, sind mit einer Menge Zeitaufwand entstanden. Und bei den ersten Aufnahmen war ich auch noch nicht ganz so überzeugt davon. Da wird doch bestimmt mehr gehen. Und da sitzt man also vor dem Becken, konzentriert sich darauf, das Ei scharf und mittig ins Bild zu rücken. Und dann kommt unerwartet eine dicke Blasenschnecke und will das Ei verspeisen. Oh mein Gott, nee, das ist nicht scharf. Nee, bitte nicht fressen, doofe Schnecke. Sie hat's nicht getan. Echt mega Schocker. Ich war total angespannt. Aber ja, die Bilder könnten etwas besser sein. Hier seht ihr also den Aufbau. Die Cam steht auf dem Stativ. Mein bestes Makro-Setup ist dran geschnallt. Die Cam ist mit einem externen Monitor verbunden, so dass man das Bild größer sehen kann, wie das auf dem kleinen Kameramonitor möglich ist. Also sitze ich stundenlang vor dem Becken und starre auf den Monitor. Irgendwann muss sich da im Ei doch etwas tun. Ich fand das so mega spannend, ich wäre am liebsten gar nicht zur Arbeit gegangen, sondern hätte stundenlang das Ei beobachten können. Die Sequenzen hier bestehen also aus einigen Stunden an Aufnahmen oder einigen Tagen. Denn ab und an hat sich im Ei die Larve ja bewegt. Aber natürlich waren diese Bewegungen nicht so häufig, wie das hier zu sehen ist. Nur, wer von euch hätte sich einen 3 Tage langen Film eines Ei angeguckt? Also musste ich die Highlights zusammenschneiden. Ich habe das Ei bewacht wie ein Wachhund, habe nachts vor dem Monitor geschlafen und bin immer wieder aufgewacht, ob da was schlüpft. Und das Ei entwickelte sich seelenruhig weiter. Zwischenzeitlich musste ich natürlich zur Arbeit, aber dann war ich sofort wieder bei meinem Ei. Das Ei brauchte 3 ganze Tage für die Entwicklung und hier auf diesen Bildern kann man in den Blutgefäßen sogar das Blut zirkulieren sehen. Ich habe dem Ganzen ein klein wenig per Software nachgeholfen, damit man es besser sehen kann. Es gibt natürlich absolut transparente Fischeier, wie zum Beispiel von Salmlern oder Bärblingen. Da kann man die Entwicklung sehr gut beobachten. Dieses Ei ist leider nicht transparent, aber man kann trotzdem die Entwicklung erahnen. Und das ist doch mega spannend. Da kann man sich wirklich drin verlieren und stundenlang zuschauen, was sich da tut. Ja, und dann habe ich mal wieder mein Objektiv gewechselt. Und Leute, Glück muss man haben, oder was? Das ist der reinste Hitchcock. Diese Schnecken spielen ja sowas von mit meinem Blutdruck. Aber die tun nix. Sagt man das nicht immer bei Hunden? Nee, der tut nix, der will nur spielen. Wollen die Schnecken jetzt auch nur spielen? Mit meinen Gefühlen 3 Tage lang nervenkitzelblank. Ich habe schon sehr viele Blasenschnecken im Becken. Das kommt natürlich durch die reichliche Fütterung, weil ich da ja sehr viele Fischlein habe und sie natürlich ordentlich was zu futtern kriegen sollen. Aber das hier zu sehen, wie so eine dahergelaufene Schnecke sich so chillig und langsam dem wichtigsten Ei auf der Welt nähert, mit ihrem Mundwerk raspelnd und mampfend, will die das Ei jetzt etwa von der Scheibe ablösen? Kann die nicht drüber klettern? Muss sie hier überhaupt rumschleimen? Malige, verwurmte Mistschnecke, soll sie doch abfallen, mein Schatz. Wir geben unser Ei nicht ab, mein Schatz. Du kommst hier nicht vorbei. Mein Zauber wirkt, sie zieht ab. Das Ei bleibt und ich sterbe bestimmt 5 Jahre früher. Ey, wie lang braucht denn das Ei noch? Ich dachte, es müsste schneller gehen. Und tatsächlich, es gibt Koreeier, die sind in 24 Stunden fertig. Natürlich ist das ja auch von der Art abhängig. Also penne ich die 2. Nacht auf dem Sofa. Naja, von Pennen kann eigentlich keine Rede sein. Das ist mehr ein Leichtdämmerzustand mit Schreckaufwachphasen.
Zum Glück ist die Nacht auch mal wieder vorbei und das Ei immer noch da. Leute, hättet ihr gedacht, dass Aquaristik so sein kann? Meine Familie kennt mich ja. Aber ein Außenstehender wird doch jetzt sagen, die ist nicht ganz dicht, die hat einen an der Waffel, völlig gaga. Hey, ja, lieber gaga als langweilig. Naja, und nach der Arbeit ist wieder Egg-Watching angesagt. Nur irgendwann muss man auch was futtern. Und als ich dann aus der Küche wiederkomme, ist der Bildschirm schwarz, die Kamera aus, der Akku leer. Und dann ist auch noch das Ei weg. Pech gehabt. Hey, aber die Aufnahmen sind ja trotzdem der Hammer, nicht? Und dann folgte der nächste Hammer. Ich komme also morgens ins Wohnzimmer, das Licht ist an, das geht ja vormittags für 1 Stunde an, damit ich die Tiere füttern kann. Dann geht es aus und ich zur Arbeit und am späten Nachmittag geht es wieder an. Und wenn ich um 22 Uhr von der Arbeit nach Hause komme, ist es noch an für die zweite Glotz- und Futterrunde. Na jedenfalls ist es morgen, das Licht ist im Becken an und die Corydoras pygmaeus schwimmen aufgeregt umher. Und was sehe ich da? Eine Eiablage und die Cam ist im Schrank. Oh Mann, da muss man Speed entwickeln und alles schnell aufstellen. Die Fische warten ja nicht. Und deswegen sind die Aufnahmen, die jetzt folgen, nicht super astrein, weil es alles so unvorbereitet schnell gehen musste. Entweder schwimmen die Tiere paarweise oder in Grüppchen und die Männchen stellen sich dann quer zu den Weibchen, zittern ganz aufgeregt und manchmal scheint es auch so, als ob die Weibchen sich aus dieser Zitterpartie nichts machen und dann sind sie wieder doch interessiert. Und das kann schon eine ganze Weile so gehen. Und dann, bäm, der Jackpot. Seht ihr das Weibchen mit dem Ei zwischen ihren Bauchflossen? Jetzt sucht sie einen Platz, wo sie es sicher ablegen kann. Zack, da hat sie es am Moos vorne abgestreift. Ich konnte das mehrere Male beobachten, wie die Pygmäus die Eier im Moos abstreifen, aber es ist mir gelungen, es nur dieses eine Mal zu filmen. Meine Eier klebten aber an der Scheibe. Waren das also doch nicht die Pygmäus? Ich weiß nicht, was los ist. Ich hätte schwören können, dass ich die Babys jeden Tag gefilmt habe. Aber entweder habe ich die Aufnahmen in der Cam geistesabwesend gelöscht oder ich bin eine gespaltene Persönlichkeit mit starken Wahnvorstellungen. Fest steht jedenfalls, es gibt keine Aufnahmen. Diese ganze Geschichte passierte im Sommer und wir fuhren ja auch für eine Woche weg. Also, wenn ich wollte, dass die Babys es schaffen, musste ich sie aus dem Laichring in ein 10-Liter-Becken umziehen. Und dann musste ich dieses Becken einem lieben Freund und einer lieben Freundin aufschwatzen, die sich zum Glück bereit erklärten, auf diesen Kindergarten aufzupassen. Und das haben sie super toll gemacht, denn hier kommt nun endlich die Auflösung des Rätsels. Diese Jungfische habe ich zurückbekommen. Es waren tatsächlich die Pygmäus, die für diese ganze Aufregung verantwortlich waren. Und die Aufnahmen, die ihr hier seht, sind aus diesem Babybecken. Da habe ich zwischenzeitlich ja auch ein paar nachsuchende Darius Black Tiger untergebracht. Und die Tiere wurden, das sage ich euch jetzt auch, weil ihr danach wahrscheinlich auch fragt, nicht nur mit Artemia nauplin, sondern auch mit Grindalwürmchen gefüttert und sind halt groß geworden. Und jetzt schwimmen sie in meinem großen Biorio. Ich habe nämlich unheimlich viel Spaß an den Tieren und es gibt immer wieder einzelne Eier an der Scheibe, die ich da entdecke. Und wenn ich richtig Lust habe und richtig Zeit habe und auf Eiersuche gehe, dann finde ich in den Pflanzen meistens ja auch welche. Ja, und so habe ich dann auch weiter Osterhase gespielt. Ach nee, der versteckt ja Eier und ich finde sie. Na jedenfalls, in der Zwischenzeit kamen die Laichkästen von Christian an. Das Video dazu verlinke ich euch auch oben. Und ich habe natürlich die Eier auch in diesen Kasten getan und so einige weitere Pygmäus großgezogen. Und wenn ich dann meine, dass die Kleinen groß genug sind und schon gut ihr eigenes Futter finden können, dann kommen sie direkt ins große Biorio, ohne vorher ein Kindergartenbecken durchmachen zu müssen. Ja, liebe Freunde, das Video ist mal wieder etwas lang geworden, aber die Geschichte noch lange nicht zu Ende. Denn die Kästen von Christian haben sich als magisch erwiesen.
Aber das gibt's in einem weiteren Video zu sehen. Es kommt, wenn es kommt, und ihr erfahrt es, wenn ihr die Glocke drückt. Abonniert also alle fleißig, bleibt weiterhin fasziniert von eurem Hobby und wir sehen uns bald wieder.